Hallo, ich bin Marc von iDock. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bietet Amazon seit kurzem generalüberholte iPhones an. Wir haben zwei Geräte bestellt, ein iPhone 5S und ein iPhone 6. Wir gehen davon aus, dass die Geräte äußerlich in Ordnung sind. Wir wollen aber das Innere nochmal kontrollieren, ob da der Zustand in Ordnung ist. Wir packen zuerst das linke Paket aus und schauen uns an, wie sie verpackt sind. Das erste ist schon mal so verpackt, dass da nichts gewackelt hat, und es gibt nochmal eine extra Verpackung. Das zweite Gerät, ein bisschen anders verpackt, und es gibt Zubehör. Einmal ein Lightning-Kabel und ein Netzteil. Die Kopfhörer fehlen leider und auch keine Originalverpackung. Okay, das zweite, noch ein Siegel. Da ist das iPhone 5S und dazu gibt es ein Lightning-Kabel und ein Netzteil. Wir haben jetzt hier die zwei Geräte, die schauen auf den ersten Blick ganz gut aus. Und wir fangen an mit dem iPhone 5S und werden das mal genauer anschauen. Äußerlich scheint das Display keine Kratzer zu haben, auch das Backcover ist kratzerfrei. Man sieht aber auch schon hier, dass hier keine Daten draufstehen, keine E-Mail-Nummer. Das ist schon mal ein Indiz, dass das Backcover getauscht wurde. Da werde ich jetzt das Gerät einschalten, um es dann erstmal zu aktivieren. Und hier fällt gerade auf, dass ich das i gar nicht bedienen kann. Es hat also leider jetzt schon einen Touchfehler. Das Display hat zurzeit einen Touchscreen-Fehler. Ich schaue rein, ob das Display richtig angeschlossen ist oder ob das Display allgemein einen Defekt hat. So, ich habe jetzt das Display neu angesteckt. Jetzt funktioniert erstmal alles auf den ersten Blick. Wahrscheinlich war es nicht richtig angesteckt, beziehungsweise es kann auch sein, dass das Flex-Kabel einen kleinen Fehler hat. Wir versuchen es nochmal zu aktivieren und in unserem WLAN einzuloggen. Da funktionieren alle Tasten. Wir testen erstmal das Display. Dazu nehme ich einfach eine App und ziehe die in jede Ecke und schaue, ob sie überall reagiert. Das sieht jetzt sehr gut aus. Wir können hier gleich mal die Touch-ID testen. Diese funktioniert ohne Probleme. Also die Frontkamera funktioniert. Und dann noch kurz die Backkamera. Die funktioniert auch. Dann werde ich kurz ein Lightning-Kabel reinstecken, um zu schauen, ob der Lightning-Anschluss verstopft ist. Der sitzt bombenfest drin. Und jetzt werde ich das auch beim Headset-Anschluss testen. Sitzt drin und auch die Fernbedienung funktioniert. Der Lautsprecher funktioniert, das Mikrofon funktioniert, der Annäherungssensor funktioniert und ich höre auch, wie die Hörmuschel funktioniert. Den Laut- und Leise-Knopf, den Stummschalter mit dem Vibrationsmotor, auch das funktioniert alles. Also dieses Gerät funktioniert einwandfrei. Wir schauen rein und sehen schon mal am ersten Blick, dass hier auch das Display getauscht wurde. Das sieht man, weil das Display gebrandet wurde. Man sieht auch hier, dass der Lightning-Anschluss ein bisschen höher steht. Wir schauen jetzt das Innere genauer an und sehen hier, dass hier die Klebestreifen fehlen, was eindeutig den Akkuwechsel erschwert. Wir werden den Akku noch rausnehmen und ihn auch mal testen, ob das ein neuwertiger Akku ist oder ob der schon einige Ladezyklen hat. Da es ja keine Klebestreifen gibt, werde ich ihn raushebeln. Das ist hier, wie man sieht, nur mit zwei kleinen Streifen verklebt. Hier sieht man auch nochmal, dass das Backcover getauscht wurde. Es ist halt von dem jeweiligen Hersteller gebrandet. So. Kommen wir zum Display. Da werden wir mal die Abdeckung für die Hörmuschel und der FaceTime-Kamera entfernen. Sieht alles sehr sauber aus. Keine Fingerabdrücke. Da gibt es nichts zu bemängeln. Kommen wir zum iPhone 6. Wie wir schon gesehen haben, ist da schon ein Panzerschutzfolie drauf. Vom Rahmen, von der Rückschale sieht es sehr gut aus. Keine sichtbaren Kratzer. Auch die Linse sieht gut aus. Hier ist sogar noch die E-Mail-Nummer drauf. Wir werden gleich mal vergleichen, ob es das Original-Backcover ist. Wir starten das Gerät. So, der Apfel kommt, es fährt hoch. Jetzt als nächstes sollten wir es aktivieren. Zu unserer Überraschung ist es sogar schon aktiviert. Wahrscheinlich wurde es schon aktiviert, um das Gerät einmal durchzutesten, bevor es versendet wird. Wir schauen gleich mal, ob die Apple-ID vergeben ist, beziehungsweise ob die iPhone-Suche aktiviert ist. Weil sollte dies aktiviert sein, können wir das iPhone eigentlich gar nicht nutzen. Aber hier ist nichts aktiviert, das war alles okay. Wir können noch kurz den Fingersensor testen. Der funktioniert. Dann testen wir das WLAN. Funktioniert. Testen das Display. Oh, das hat keine Fehler. Die FaceTime-Kamera startet. Die iSight-Kamera ist auch gestartet. Test 1, 2, Test 1, 2. Lautsprecher funktioniert. Annäherungssensor funktioniert. Leise, laut funktioniert. Dummschalter funktioniert wie Vibrationsmotor. Und der Standby-Button funktioniert auch. So, ich schalte das jetzt aus und werde es dann aufschrauben und dann das Ganze von innen betrachten. Von
Innen sieht alles sehr gut aus. Auch das Display sieht original aus. Hier scheint nichts getauscht worden zu sein. Ich würde jetzt einfach das Display einmal abschrauben. Wir werden jetzt rausnehmen, um den Akku zu testen. So, hier scheint wirklich nichts gemacht worden zu sein. Auch es ist innen drin wirklich sauber. Keine Fingerabdrücke, nichts. So, wir haben jetzt den Akku ausgelesen. Der hat schon fast 1000 Ladezyklen. Also der müsste demnächst mal getauscht werden. Wir werden ihn jetzt wieder einkleben und dann das Ganze wieder zusammenschrauben. So, jetzt werden wir schauen, ob die Anschlüsse alle frei sind. Dabei werde ich ein Lightning-Kabel anschließen. Das sitzt sicher, den Kopfhörer. Und das geht relativ schwer rein und auch wieder raus. Ich schaue das jetzt mal genauer an. Da fällt mir jetzt auf, dass hier das Backup hier ein bisschen eingedellt ist und hier auch einen kleinen Stottscharn hat sozusagen. Ich werde trotzdem mal schauen, ob das jetzt daran liegt, dass das Loch sozusagen ein bisschen verformt ist oder ob einfach nur Dreck drin ist. Also da war jetzt nicht so viel Dreck drin, also müssen wir davon ausgehen, dass es so schwer rein und raus geht, weil an dieser Stelle das Backcover verformt ist. Unser Fazit. Wir finden, dass generalüberholte Smartphones eine gute und klimaschonende Alternative darstellen. Man sollte gleich nach Erhalt die Funktion testen. Wie wir in unserem Beispiel gesehen haben, kann es sein, dass Teile getauscht wurden. Es kann auch sein, dass es kleine optische Mängel gibt. Die Akkus unserer iPhones hatten viele Ladezyklen und eine nicht so gute Kapazität. Wie man den Akku selber tauscht, findet ihr auf unserer Homepage.